Wir wollten heute ein bisschen so eine Botox-Behandlung einmal erklären oder auch filmen, wobei wir eine sehr junge Patientin haben, die eigentlich nur so ein bisschen Prophylaxe betreiben mag, beziehungsweise so die beginnenden Stirnfältchen halt glätten möchte. Es hat eher ein bisschen tiefliegende Augenbrauen, sodass die auf keinen Fall absinken dürfen. Und jetzt haben wir uns halt dazu entschieden, auch die Zornesfalte mitzumachen, dass man sozusagen den Muskel, der hochzieht, schwächt oder ausschaltet, den Muskel, der aber die Augenbrauen runterzieht, natürlich auch schwächt, weil sonst stimmt ja das Verhältnis nicht mehr. Und das Ganze so, dass ein bisschen Restaktivität bleibt. Also das wirkliche Ergebnis sieht man dann ja erst nächste Woche, weil es immer eine Zeit braucht, bis das Botox wirklich wirkt. Und dann muss man schauen, ob es gut gelungen ist oder ob man vielleicht was nachbessern muss. Und ja, weil es sich schon gern stechen. Und deshalb tun wir vorher ein bisschen Lidocain-Salbe drauf. Das ist nicht notwendig, aber es ist einfach angenehmer, wenn man das so 10 Minuten, Viertelstunde einwirken lässt, dann spürt man die Piekser eigentlich gar nicht. Das ist einfach dick aufgetragen in dem Bereich, wo man halt dann nachher stechen möchte. Und im Endeffekt möchte ich halt nur innerhalb der Pupillarlinie, damit sozusagen die Seite der Augenbraue ein bisschen hochkommt und vor allem, damit sie auf keinen Fall weiter absinkt. Und das wären dann so etwa 5 Piekser in dem Bereich für den Muskel, der die Augenbrauen runterzieht. Und wir werden 5 bis 6 Sticheln, das schaue ich mir dann an, je nach Aktivität, im Bereich der Stirne machen und vielleicht noch einen seitlich bei der Augenbraue da, damit die sozusagen eher nach oben kommt. Es wird dann die Region natürlich desinfiziert, also mal zuerst von der Salbe befreit, desinfiziert. Jetzt einmal die Stirne hochziehen. Genau, das ist relativ kräftig. Man muss halt ca. 2 cm von den Augenbrauen Abstand halten, sonst kommt das irgendwie zu tief. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen nicht zu viel und deshalb werde ich da einfach so W-förmig, geht schon wieder entspannen, sozusagen das Botox mal reinspritzen. Wenn zu viel Restaktivität bleibt, kann man dann nach Bindung, also sprich nächste Woche, nochmal nachbessern. Der zweite Muskel, den wir angehen werden, ist der, der die Augenbrauen nach innen, unten zieht. Schau mal böse. Ja, der hat also so einen Verlauf. Das heißt, wir werden da, wo sich das so richtig schön zusammenzieht, eben das Botox reintun, damit sich dieser Muskel auch entspannt. Ich sage, das sind so ganz kleine, zarte Nadeln. Achtung, nicht erschrecken, jetzt kommt der erste Pieks. Ein bisschen unangenehm beim Spritzen dann. Und im Idealfall hinterlässt man keinen blauen Fleck. Achtung, nächster Pieks. Noch einer. Ich verdünne mir ganz gerne das Botox für den Stirnbereich, weil der Muskel so flächig ist und dann verteilt sich es ein bisschen gleichmäßiger, vor allem wenn man ein bisschen Restaktivität belassen möchte. So, noch ein bisschen Unangenehmkeit, tut mir leid. Da muss man ein bisschen kühl dazwischen, damit ja keine Blutergüsse entstehen, vor allem da, wo es jetzt so ein bisschen geblutet hat. Und dann kommt die zweite Region. Geht's? Achtung. Das ist ein bisschen ungut, gell? Pieks. Gleich geschafft, die ganze Geschichte. 2 noch. Achtung. Und der letzte. Was Kühles kommt gleich.